Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid und manche von euch erinnern sich vielleicht, dass ich letztes Jahr ein Video gemacht habe mit 5 Tipps, wie ihr mit einfachen Mitteln das Zuhause oder euer Zuhause schön sauber und ordentlich halten könnt. Und irgendwie scheine ich mit diesem Video einen Nerv getroffen zu haben. Und ich muss auch sagen, dass mich dieses Video bzw. eure Reaktion auf dieses Video auch darin bestärkt haben, in diesem Gefühl, okay, ich bin nicht alleine. Und ich glaube, vielen von euch ging es auch so. Man ist nicht alleine damit, dass man ein Problem hat, sein Zuhause sauber und ordentlich und chaosfrei zu halten. Und man ist nicht alleine damit vor allem, dass man in absoluten Panikmodus verfällt, wenn sich Besuch ankündigt, weil man dann denkt, boah, jetzt muss ich erstmal absoluten Großputz machen, weil meine Bude so wirklich nicht präsentabel ist. So kann ich das keinem zeigen. Wie gesagt, mir ging es früher ganz häufig so und so das, was ich gelesen habe in den Kommentaren, kam einigen von euch das bekannt vor. Mich hat diese Unordnung und auch mein Verhalten so sehr genervt, dass ich mir vorgenommen habe, ich möchte das ändern. Ich habe mir ein paar neue Sachen angewöhnt und 5 davon habe ich im hier oben verlinkten Video für euch schon mal zusammengefasst. Und heute habe ich 5 weitere Tipps für euch, wie ihr mit wenig Aufwand und ganz einfachen Handgriffen ein ordentliches Zuhause behaltet und das Chaos so ein bisschen im Zaum halten könnt. Wenn dieses Video für euch hilfreich ist und ihr mich unterstützen möchtet, bitte nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und schreibt mir auch gerne etwas Liebes in die Kommentare. Eine der Denkweisen, die für mich persönlich mit am allerbesten funktionieren, ist, dass man nicht das große Ganze sieht, dass man nicht den ganzen Berg betrachtet an dem, was gemacht werden muss, sondern Schritt für Schritt vorgeht. Und ich meine jetzt hier auch nicht unbedingt den wöchentlichen Hausputz, sondern ich meine, wenn ihr diese Chaos-Ecken habt, diese Chaos-Schränke habt oder vielleicht auch diese Chaos-Räume habt, haben wir alle. Seien wir doch mal ehrlich, wir haben sowas alle. Ich kenne das einfach so gut, wenn man einfach nur dieses große Ganze sieht, diesen Riesenhaufen an Chaos, weiß man nicht, wo man anfangen soll und es fällt einem unfassbar schwer, da einen Anfang zu finden und letztendlich resultiert das halt nur darin, dass man dann sagt, mache ich später, und letztendlich macht man es gar nicht. Mein Tipp hier, geht dieses Chaos Schritt für Schritt an. Sucht euch eine Sache raus, um überhaupt erstmal einen Anfang zu kriegen. Eine Sache, die jetzt auch nicht super zeitaufwendig ist, die jetzt vielleicht 10 oder 20 Minuten dauert, und legt damit los. Es muss nicht perfekt sein. Hauptsache, ihr habt irgendwie diesen Anfang bekommen. Progress over Perfection ist auch so ein typischer Spruch von der Fly Lady Methode. Die Fly Lady Methode ist so ein Putz- und Ordnungssystem, wo man ganz feste Routinen hat, um das Chaos zu Hause zu bewältigen. Und ich teste diese Methode gerade so ein bisschen aus und worum es da geht und wie das Ganze abläuft, habe ich euch hier in diesem oben verlinkten Video mal zusammengefasst. Denjenigen, die es vielleicht genauso geht wie das, was ich gerade beschrieben habe, dass es euch schwerfällt, überhaupt loszulegen, dass man sozusagen den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, denen kann ich diese Methode auf jeden Fall sehr empfehlen. Aber auch diejenigen, die für die so feste Mottotage und Zonenreinigung etc., für die das nichts ist. Auch für diejenigen ist es hilfreich, wenn man Schritt für Schritt einfach das Ganze angeht. So dauert es zwar länger, bis das Chaos, das ganze, große Ganze bewältigt ist, klar. Aber man hat diesen Anfang gemacht. Und jetzt seien wir doch mal ehrlich, diesen Anfang kriegen, ist doch das, was immer bei sämtlichen Sachen irgendwie immer mit das Schwerste ist. So, wo und wie fange ich überhaupt an? Ja, wenn euch dieses komplette Chaos, beispielsweise die Rumpelkammer, die dringend mal aufgeräumt werden muss, wenn euch das einschüchtert, pickt euch da erstmal eine Sache raus, die ihr macht, oder stellt euch auch erstmal einen Timer und sagt, okay, ich mache jetzt hier nicht 2 Stunden was, sondern ich mache jetzt erstmal nur 20 Minuten was. Und wenn der Timer klingelt, dann hört ihr auch auf, um einfach diesen leichten Anschubser zu kriegen, um endlich anzufangen. Wenn man diesen Anfang gefunden hat und einfach sieht, wie sich zwar in kleinen Schritten, aber trotzdem, wie sich nach und nach das Chaos lichtet, das motiviert einfach ungemein, sodass man dran bleibt und weitermacht und einfach diesen Riesenberg
abarbeitet, nach und nach. Kennt ihr sie auch? Diese Türme, die man aus Sachen baut, die keinen festen Platz haben? Ich habe das so oft gemacht, dass ich mir selber vorgemacht habe, ich räume gerade auf, indem ich Dinge, die ja so ein bisschen verstreut im Raum lagen, einfach aufeinander gestapelt habe, anstatt sie wegzuräumen. Es gibt so diese typischen Oberflächen, auf denen man einfach diese Stapel baut. Und jetzt geht mal in euch und überlegt mal, wann habt ihr zuletzt so einen Turm gebaut? Habt ihr euch in diesem Moment selber davon überzeugt, dass ihr gerade aufräumt? Wahrscheinlich. Aber war es danach wirklich ordentlicher? Kaum. Denn die Sachen liegen ja immer noch rum. Die liegen immer noch da rum, weil sie keinen festen Platz haben. Und auch wenn das schön ordentlich, akkurat aufeinander gestapelt ist, macht es das nicht ordentlich. Diese Haufen, so ordentlich es auch aufeinander gestapelt sind, stellen die Oberflächen zu und es wirkt im Ganzen einfach unordentlich. Wie man das ändern kann? Weist jedem Gegenstand einen festen Platz zu. Klingt vielleicht einfacher als es ist, ich weiß, aber nur so könnt ihr einfach so dieses Stapelbauen vermeiden. Und nur so bleiben diese Oberflächen dann frei und nur so wirkt es dann halt auch ordentlich. Und ganz typischer Punkt bei uns dafür war früher der Couchtisch. Also wenn ich gesagt habe, so ich räume jetzt heute auf, dann habe ich halt angefangen, sämtliche Sachen auf dem Couchtisch aufeinander zu stapeln, beziehungsweise wir hatten halt auch so ein Fach darunter, wo man Sachen verstauen konnte und da habe ich auch gerne Stapel gebaut. Und das waren dann Sachen wie ja, irgendwelche herumliegenden Zeitschriften, das Buch, das ich gerade lese, irgendwelche Notizbücher oder Notizzettel, Kopfhörer, irgendwelche Ladekabel. Ja, das ist alles, die Kabel noch schön aufgerollt und alles aufeinander gelegt und letztendlich ordentlicher war es dadurch nicht wirklich. Mittlerweile haben diese Sachen einen festen Platz bei uns, beziehungsweise wir haben auch mittlerweile komplett den ganzen Couchtisch rausgeschmissen, weil das einfach auch ja so ein Punkt war, der sowieso unser ganzes Wohnzimmer total unordentlich hat wirken lassen. Aber wie gesagt, diese Sachen haben einen festen Platz bei uns und wenn sie benutzt werden oder wurden, kommen sie danach wieder an ihren festen Platz zurück. Eine sehr gute Möglichkeit, um genau das zu machen, nämlich Sachen wieder an ihren festen Platz zurückzubringen, ist es, jeden Gang zu nutzen, den man macht. Heißt, ihr verlasst gerade einen Raum, dann nehmt etwas aus diesem Raum mit, was eigentlich überhaupt nicht dahin gehört und bringt es an seinen Platz zurück. Bei uns passiert das beispielsweise schon mal, dass irgendwie eine Kaffeetasse im Wohnzimmer stehen bleibt oder ein Wasserglas oder so. Und wenn ich sowieso aus dem Wohnzimmer rausgehe, um ins Bad zu gehen oder auch direkt in die Küche, nehme ich diese Sachen halt direkt mit und bringe sie dahin, wo sie dann tatsächlich gehören. So hat man weniger Kram rumstehen. Das Zuhause wirkt direkt ordentlicher, weil nicht irgendwelche Tassen an irgendwelchen Plätzen rumstehen. Und vor allem, ja, man hat diesen Gang ja sowieso gemacht. Man hat jetzt keinen großen Aufwand betrieben, um das zu machen. Und sehr ähnliches Prinzip, nutzt jede kleine Wartezeit oder Leerläufe, die ihr habt, um etwas zu erledigen. Ganz typisch ist dafür doch in der Küche, wenn man sich irgendwie was zu essen in der Mikrowelle warm macht, wenn man sich einen Tee kocht und wartet, bis das Wasser im Wasserkocher kocht. Früher, ja, stand ich dann da, habe das Handy in der Hand genommen, irgendwie kurz bei Instagram was geguckt, kurz in die Mails geguckt, etc. Aber ich rate euch, nutzt diese Leerläufe, um vor allem in der Küche was anderes schon mal zu machen. Beispielsweise nehmt einen Lappen und wischt kurz über die Spüle. Wenn ihr kurz vorher irgendwie mal Geschirr gespült habt, das noch zum Abtropfen auf der Spüle steht, trocknet es ab und stellt es in den Schrank, wo es hingehört. Wenn irgendwelches Geschirr auf der Spülmaschine steht, komme ich gleich auch nochmal zu, packt es in die Spülmaschine. Denn wenn ihr das macht, wenn ihr diese kurzen Leerläufe und Wartezeiten ausnutzt, glaubt mir, euer zukünftiges Ich wird euch danken. Denn wenn ihr das so macht wie ich, dass ihr am Abend die komplette Küche aufräumt und putzt, habt ihr einfach dann letztendlich, wenn ihr nämlich diesen Großküchenaufräumen-Berg habt, habt ihr letztendlich weniger zu tun. Und nochmal, wenn sich im Laufe eines Tages dann auch nicht so ein Chaos in der Küche ansammelt, ist es einfach auch viel schöner, dann immer mal wieder in die Küche reinzukommen und einfach zu sehen, es bleibt auch im Laufe eines Tages ordentlich. Gerade das Thema mit dem Lappen und der Spüle, ich habe es in einem anderen Ordnungsvideo schon gesagt, ein sauberes Spülbecken, eine saubere, aufgeräumte Spüle ist einfach ein absoluter Gamechanger.
kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist einer der Punkte, an denen ich selber noch am meisten mit zu knapsen habe, beziehungsweise mir selber noch am meisten zu arbeiten habe. Und das ist es, Aufgaben, die in weniger als 2 Minuten erledigt sind, direkt machen und nicht aufschieben. Ich erwische mich selber immer wieder dabei, wie ich denke, ach, den Teller, den räume ich gleich in die Spülmaschine und stelle ihn auf die Spülmaschine drauf, anstatt es direkt in die Spülmaschine reinzuräumen. Und das ist einfach so bescheuert, weil dieser Handgriff, Tür aufmachen, Teller reinstellen, Tür zumachen, das sind 30 Sekunden, wenn überhaupt. Warum will man das überhaupt aufschieben? Frage ich mich selber immer wieder. Und dann machst du das ein paar Mal am Tag und zack, hat sich das Chaos in der Küche angesammelt. Dreckiges Geschirr steht auf der Spüle und kennt ihr das Messer? Dieses Messer, wenn man sich ein Brot geschmiert hat, das man dann so halb auf die Spüle legt, weil man noch nicht sicher ist, ob man sich noch ein zweites Brot damit schmieren möchte, räumt die Dinge direkt weg. Glaubt mir. Dieser Tipp bezieht sich ja nicht nur auf die Küche, sondern auch aufs Bad beispielsweise. Ja, ganz blödes Beispiel. Klopapier ist leer, die leere Klopapierrolle nicht direkt in den Müll schmeißen, sondern erstmal neben der Toilette stehen lassen. Es sind wirklich, ich meine, es sind so klitzekleine Sachen. Und manchmal denkt man einfach, oh, scheißegal. Mal ganz ehrlich, kennen wir alle, oder? Diese Momente. Und wenn ihr so einen Moment habt, tretet euch selber einmal feste in den Hintern und macht es einfach direkt. Und wie gesagt, ich rede hier von Sachen, die wirklich mit einem Handschlag erledigt sind. Für die es gerade mal, wenn allerhöchstens, wenn überhaupt, 2 Minuten dauert, um sie zu machen. Macht das direkt, schiebt das nicht auf. Ja, ihr werdet es euch danken. Und irgendwann werden dann nämlich genau diese Handgriffe zur Gewohnheit. Insgesamt sind diese Beispiele und Situationen, die ich gerade aufgezählt habe, alles Sachen, die wirklich keinen großen Aufwand fordern. Aber wenn man sich diese Dinge nicht angewöhnt, das zu Hause einfach super schnell unordentlich wirken lassen. Macht man sich diese Tipps aber zur Gewohnheit, und das ist halt so mit das Schlüsselwort, Gewohnheit, dann wirkt das zu Hause einfach auch immer ordentlich, weil man keinen blöden Kram irgendwo rumstehen hat, der nicht dahin gehört. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich war früher absoluter Aufräum- und Putzmuffel und ich habe mir irgendwann diese Gewohnheiten gesetzt, beziehungsweise mir die Sachen einfach gemacht und so, dass sie zur Gewohnheit wurden, und irgendwann ist das halt so ein Selbstläufer. Irgendwann laufen diese Sachen halt ganz von alleine. Wenn ihr noch mehr Tipps habt, wie man mit wenig Zeitaufwand und wenig Handgriffen ein ordentliches Zuhause behält, schreibt das unbedingt in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.